Wie gut gelingt uns der Spagat zwischen Champions League und Bundesliga? Nachdem wir ja gegen den AC Mailand gewonnen haben, bin ich sehr, sehr gespannt, ob wir heute gegen Bochum direkt nachlegen können, ob wir uns oben festsetzen können und dann im nächsten Spiel gegen die Bayern uns vielleicht sogar die Tabellenführung holen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt doch gerne dran. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich mit der B11 hier, fast B11, auch den VfL Bochum schlage. Ich glaube, Cadiolo ist noch drin geblieben, Fratesi, Kanisici, ansonsten habe ich einmal komplett durchgewechselt, die komplette Offensive. Van Dijk darf zum Beispiel mal wieder ran. Vorne Larsen, Larsson, Haraldsson. Also hier die halbe skandinavische Nationalmannschaft ist hier drin. Schauen wir mal. Haben ja eigentlich auch ganz gut performt immer, wenn sie gespielt haben. Und heute hoffe ich halt, dass es nicht ganz so ein pressingvolles Spiel wird wie gegen den AC Mailand. Das war ja echt sehr, sehr spektakulär teilweise, was wir da geboten bekommen haben. Die waren echt gut. Die haben uns gepresst, Chancen rausgespielt. Aber wir haben es jetzt in der eigenen Hand. Wir sind Zweiter. Ein Sieg gegen Sevilla und wir sind durch. Fragt sich nur noch, ob als Gruppenerster dann? Ja, klar. Als Gruppenerster. Larsen mit der nächsten Chance. Nein, gar nicht, weil Sevilla hat 12 Punkte. Ich erzähle wieder völligen Quatsch gerade. Weil wir haben jetzt 9 Punkte. Sevilla hat 12. Die sind auf jeden Fall durch, wegen, glaube ich, direkter Vergleich. Ach, oder nicht? Wir gucken einfach nochmal. Ich konzentriere mich jetzt hier aufs Bochum-Spiel. Ich habe schon wieder zu viele Sachen im Kopf gerade. Wichtig wäre jetzt zumal, dass wir hier heute gewinnen, weil das sind auch wieder Gegner, oder das ist ein Gegner, wo wir gewinnen müssen. Das ist wie gegen Paderborn, Mainz und so weiter, die ganzen Teams, die eigentlich ein bisschen weiter unten stehen. Gegen die müssen wir gewinnen. Und dann das Spiel gegen Bayern zum Beispiel, das ist auch Bonus für uns. Beziehungsweise, wenn wir Meister werden wollen, müssen wir halt auch mal solche Spiele gewinnen. Und dann wirst du halt auch vielleicht Meister, je nachdem. Guter Larsson, guter Aufbau und nach außen, ja, Haraldsson, schade, wenn er sich da schneller gedreht bekommt, aber er holt sich den Ball sehr gut. Gutes Zweikampfverhalten, geht jetzt ein bisschen schnell, zu schnell vielleicht für Bochum. Haraldsson ist da und er kriegt den Freistoß, ja, sehr gut, gelbe Karte, alles gut, gegen Danilo, aber jetzt ist halt leider wieder das Problem, wir haben keinen Freistoßschützen. Obwohl Chukwueze, aber der spielt halt heute leider auch nicht, dem habe ich auch mal eine kleine Pause gegönnt, dann machen wir das mit Meier. Dann muss Fratesi da mal weg, dann macht das Meier. Vielleicht so ein bisschen über die Mauer. Das hat ja mit Chukwueze gegen Wolfsburg auch ganz gut geklappt. Vielleicht macht Meier das hier auch. 18. Minute. Meier, ja. Der wurde immer länger und der Keeper, der wurde immer langsamer, als er dann zum Ball hinging, Riemann. Nächste gute Chance und die nächste folgt hoffentlich zugleich. Oh, Haraldsson, ja, schön. Schade, wenn Van Dijk den durchkriegt. Genau der richtige Laufweg, der gefällt mir. Tja, dann die Bochumer sind eigentlich sehr gefestigt. Im Mittelfeld 10. Platz. Spielen wir sagen eine gute Saison. Also auch ein sehr unangenehmer Gegner, den wir hier haben. Osterhage, Larsson. Nee, der ja auch eigentlich immer sehr stabil ist im Mittelfeld. Achtung, Chance Bochum, aber geklärt. Jetzt stehen wir endlich mal dazwischen. So, und die Chance umzuschalten über Van Dijk, Larsen. Und jetzt drücken wir halt leider zu langsam nach. Das heißt, wir brauchen immer ein bisschen, aber oh, Scheibi wird richtig gut geschickt und dann wollte ich nach hinten verlängern. Und dann steht mir leider ein Bochumer dazwischen. Aber Larsson hat schon wieder zurück. Ja, und Bochum, die bauen auch sehr entspannt auf, lassen sich da gar nicht beunruhigen, verunsichern. Und spätestens da müssen wir dann halt auch da sein. Aber Achtung, Bochum kommt. Meier ist dazwischen. Oh, Achtung, nicht hinten rausspielen. Oh, jetzt habe ich den schon mal geklärt und dann funktioniert das nicht mal. Da hole ich selten mal den Ball hinten raus und dann klappt sowas noch nicht mal. Achtung, Luquinha. Oh, es gibt Freistoß. Oh, gefährliche Position, wenn sie einen haben. Luquinha. Das ist ein Brasilianer, der kann nur gute Freistöße schießen. Ja, okay, der nicht. Den haben sie wahrscheinlich irgendwo unterwegs verloren. Oder seine brasilianischen Skills hat er unterwegs Gott sei Dank verloren. So, und auch wieder schnell von hinten rausgespielt. Genau, Cadiolo kommt direkt mit nach vorne, damit wir eine Option haben. Und Larsen muss dem entgegenkommen. Also das verstehe ich auch nicht, dass die einfach blind und ohne zu überlegen da weglaufen vom Ball. Da muss er hin. So, Haraldsson, nächste Chance, Van Dijk. Ja, kommt mit. Und Scheibi und Riemann.
Ja, auch ein guter Abschluss, gut gespielt. Dann ist auch wichtig, dass du mal einen Abschluss findest. Klar geht nicht jeder Ball rein und ich glaube, heute ist es auch so eine Art Geduldsspiel. Vielleicht werden wir auch erst zum Schluss ein Tor machen, wenn wir überhaupt ein Tor machen, so ab der 70., 80. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, aber vielleicht platzt ja auch irgendwann mal der Knoten durch irgendeine Aktion, aber ich glaube, bislang bahnt sich das nicht so an. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. So, nächster Ballgewinn und wieder die Chance, schnell umzuschalten. Jetzt haben wir mal ein bisschen Platz. Shaibi mit Haraldsson, Larsen, ja, gut gespielt, gut durchgelaufen und das ist jetzt das 1:0. Da ist der Knoten, der platzt. 42. Ganz wichtig, weil der Bochumer hier nach links gegangen ist. Larsen konnte durchlaufen, nimmt den direkten Weg zum Tor und dann macht er den mit der Seite eiskalt. Wie gesagt, auch wenn er spielt. Ist auch ein sehr, sehr treffsicherer Stürmer. Wirklich sehr, sehr gut. Der war ja auch mal in echt bei der Eintracht im Gespräch. Haben sie ihn dann aber leider nicht geholt. Oder was heißt leider? Haben sie ihn halt nicht geholt. Ja, ob er da noch performt hätte, weiß man da nicht. Aber da hätten wir zumindest mal einen richtigen Stoßstürmer gehabt für die Hinrunde. Und hätten nicht mit Mamouche nur gespielt und mit Shaibi und ohne, wie gesagt, richtigen Mittelstürmer. Achtung, jetzt die Chance für die Bochumer. Aber abseits. Ist zwar relativ spät gepfiffen worden, aber war dann auch abseits, ja. Scheint abseits gewesen zu sein. So, und wieder selbes Spiel, ne? Vorne die Bochumer pressen. Antwi IJ vor allem und dann haben wir unten Platz. Nagalo, Haraldsson, Danilo. Jetzt muss da vorne wieder irgendeiner durchlaufen. Genau, Larsen und dann haben wir auch den Platz in der Mitte. Van Dijk, Shaibi, richtig gut gespielt. Ja, die Chancen, die häufen sich jetzt. Also wenn wir so weitermachen in dem Rhythmus, dann schießen wir auch bald das zweite Tor. Aber wir haben dieses 1:0 haben wir gebraucht. Das war sehr, sehr wichtig. Ja, 7:2 Schüsse sehe ich auch so sehr dominant. Bei Fratesi müssen wir mal gucken. Also sonst alle anderen sind fit. Wen hätten wir denn noch als Option? Wir können auch Shaibi in die Mitte ziehen. Der kann auch im zentralen Mittelfeld dann, weiß ich nicht, ein Kunku nach links oder Mamouche nochmal oder ja, Chukwueze, Boniface, die können auch nochmal eine Viertelstunde zur Not spielen. Nun gut, aber gegen Bochum sollte das auch hoffentlich mit der Mannschaft hier reichen. Wie gesagt, bei allem Respekt, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn wir Meister werden wollen, müssen wir diese Spiele gewinnen. Und dann halt, wie gesagt, auch das Spiel gegen Bayern. Da haben wir ja schon einige gute Spiele abgeliefert. Es sind immer besondere Spiele gegen die Bayern. Besondere Tore, besondere Anlässe. Das wird also auch, glaube ich, wieder ein sehr, sehr großes Spektakel. Oh, Shaibi. Schöne Aufsätze, aber da hätte ich mir eher Boniface gewünscht als Larsen. Als Abnehmer. Boniface spielt auch gar nicht, sondern Larsen. So, da ist er wieder, Shaibi, Van Dijk. Mit der Ecke, ja, zweiter Pfosten, da ist Larsen. Ja, abseits. Schade. Wäre auch zu schön gewesen, nach einer Flanke, die endlich mal wieder ankommt. Ein ganz leichtes Kopfballtor, aber genau das sind die Dinger. Schönes Ding, auch wenn Larsen da 2 Meter weiter zurückgeht, ey, dann steht es 2:0. Ja, genau das hier. Die Abwehr ist unsortiert, schöne Flanke, Larsen. Kriegt nochmal eine Chance. Das war nicht seine letzte. Definitiv nicht. So, Larsson, Haraldsson, gut gesehen. Unten Fratesi ist frei. Jetzt muss unten Shaibi da irgendwer mitlaufen oder ganz unten. Meier. Ja, viele winken. Niemand, der sich richtig hinstellt. Fratesi, Larsen lässt sich mal fallen. Ja, gute Bewegung. Sieht jetzt alles viel flüssiger aus. Sehr schön. Gute zweite Halbzeit bislang. Es fehlt halt das zweite Tor. Wie so oft leider bei mir. Egal mit welcher Mannschaft ich spiele. Larsen. Van Dijk nochmal. Meier auf der Außen. Nee, noch ein weiter. Genau. Und jetzt. Langes, hohes Ding. Nee. Dann halt so über Umwege auf Shaibi. Ja, komisches Ding. Und jetzt sind wir halt wieder in dieser gefährlichen Situation, dass wir das zweite machen müssen. In der Phase jetzt. Hier Bochum presst. Total blind. Und dann haben wir vorne Platz. Und jetzt müssen wir es machen. Und zwar durch Shaibi. Riemann und Haraldsson. Der kommt da leider nicht ran. Also ihr seht, das Mittelfeldpressing, wenn wir das überspielen, dann haben wir so viel Platz, so viele Lücken, die die Bochumer uns geben. Wahnsinn. Und besonders halt jetzt in Halbzeit 2. Das ist sehr, sehr luftig verteidigt. Kadiolu. Oh, Haraldsson, schade, kommt da nicht ran. Und jetzt Antwi IJ, aber nee, da muss schon früher aufstehen. Da ist Haraldsson da wäre auch Kadiolu da gewesen.
Ja, das ist trotzdem das Gefährliche, weil es halt nur 1-0 steht. Das ist immer bei mir das Problem. Und wenn du dann solche Pässe hier spielst, dann bringst du den Gegner eigentlich wieder ins Spiel zurück. Aber das ist momentan sehr, sehr gut, sehr, sehr dominant. Und ich werde jetzt auch nochmal so 2, 3 Leute von der ersten 11 reinbringen. Guck mal, Fratesi ist zum Beispiel schon müde gespielt. Da können wir da nicht Tuta vorziehen? Ja, würde ich eigentlich ungern machen. Aber wir machen es mal. Dann kommt da Pacho und Kunku auf die Seite. Dann machen wir Mamouche mal als hängende Spitze. Und vorne kommt nochmal Victor Boniface rein. Nochmal frische Kräfte, Geschwindigkeit. Um jetzt hier den Sack halt zuzumachen. Weil das sind auch wieder dann 2 verlorene Punkte. Wenn wir hier noch Remis spielen. Aber es wäre wieder so typisch. Von daher würde mich das ja auch nicht überraschen. Aber ich will es jetzt nicht herbeirufen. Da bin ich nämlich auch richtig gut drin. Dann so Ergebnisse immer herbeizurufen. Und Kunku ist da, Ball geklärt. Osterhage, Bernardo da, genau. Pressing drauf, dann wissen sie nicht wohin. Losli, schade. Und immer diese missglückten Anläufe dann im Pressing. Advia J, Kadiolu. Muss dahin, müsste eigentlich Abschuss geben. Nee, schade. Man kann es ja versuchen. So, Eckball, jetzt aufgepasst. Wenn nichts läuft, eine Standardsituation. Funktioniert dann meistens immer. An Kunku geklärt. So, und jetzt Haraldsson gegen Danilo. Wer ist hier schneller? Haraldsson gegen Danilo. 1 gegen 1 funktioniert eigentlich nie, aber Danilo hat schon gelb. Von daher sind wir jetzt mal mehr. Also ein bisschen provoziert. Wenn wir nicht schon vorbeikommen oder schon nicht vorbeikommen, dann war das eigentlich das Beste, was er hätte machen können. Aus Sicht der Bochumer natürlich jetzt noch schwieriger, hier den Rückstand irgendwie zu egalisieren. Aber gut für uns. Heißt für uns, rechte Seite ist jetzt Platz. Kadiolu hat also im Prinzip freie Bahn und in der Mitte müsste ja dann auch irgendwo eine Lücke sein. Aber nicht, wenn wir das so ausspielen. Und jetzt kommt Antia J. Mamouche vorne. Na, ist okay, wenn sie da hinten rumspielen, nochmal irgendeiner vielleicht einen Fehler. Ne, Boniface. Das Pressing klappt heute leider nicht so. Anlaufen, guck mal, Mamouche auch wieder, war im Zweikampf drin, aber darf ihn nicht gewinnen. Jetzt gewinnen wir ihn und dann wird natürlich der Vorteil zurückgepfiffen. Das ist auch wieder ganz typisch. So, Achtung, hoher Ball, weiter hoher Ball, aber geklärt. So, ein Kunku, komm, der ist auch schnell und der ist durch. Jawohl, komm, gegen alle, gegen Losli, gegen Diakite. Da kommt keiner hinterher. Ein Kunku jetzt, komm, 80. Minute und der Sack ist zu. Das zweite Ding und das zeigt halt wieder Speed Kills. Das ist wirklich, wirklich wahr. Guck mal, wenn du schnell bist, aus der eigenen Hälfte durchgestartet, sich den Ball an 2, 3 Mann vorbeigelegt. Ganz cool geblieben vorm Tor. Sehr, sehr gut. Also ich finde einen Kunku auch in echt ein super Spielertyp. Klar, der braucht auch noch ein bisschen, der hat auch seine Fehler drin und spielt auch nicht immer konstant gut, aber er ist schnell, er traut sich auch mal ins 1 gegen 1. Hat auch schon, glaube ich, ein Tor in Heidenheim gemacht, genau, ein paar Vorlagen, also jetzt braucht er nur noch einen gescheiten Trainer. Ob das Dino Topmüller ist, ob das ein anderer ist, weiß ich nicht. Wir werden sehen, was im Sommer passiert bei der Eintracht. So, schade, nochmal Boniface wäre er durch gewesen. Jetzt bringen wir auch nochmal Chukwueze rein, noch mehr Geschwindigkeit. So, aufgepasst. Bochum kommt nochmal. Nagalo zum ersten, zum zweiten geklärt und nächste Chance. Hier zur Entlastung. Mamouche. Wartet mal oben auf Chukwueze. Ja, schön gespielt. Ganz easy. Und jetzt Boniface in der Mitte. Oh, nee. So nicht. Ich wollte auf Flanken, aber die Flanke wäre nicht angekommen. Ich habe es mal versucht. So, ins Pressing. Dann weiß er nicht wohin. Ja, über Riemann. Meier ist da, genau. Also, das wird, glaube ich, der nächste Sieg. Auf jeden Fall. Vielleicht noch ein drittes Tor. Chukwueze. Vielleicht jetzt nochmal an der Ecke und dann haben wir uns oben festgesetzt und dann gibt es das absolute Spitzenspiel. Boniface nochmal. Letzter Kopfball. Wird wahrscheinlich die letzte Chance gewesen sein, weil wenn Bayern jetzt nicht gewonnen hat und Union, dann haben wir echt halt die Chance, Tabellenführer auch zu bleiben dann.
So, nochmal, letzte Chance, glaube ich. Das ist jetzt wirklich die letzte Chance. Chukwueze, Larsson, vielleicht auch nochmal ein drittes. Nochmal ein Kunku. Nochmal ein Kunku. Oh, Abseits, ja. Boniface, der war leider im Abseits. Und gut, dann war das halt besonders in der zweiten Halbzeit wirklich ein sehr, sehr dominantes Spiel. Die erste Halbzeit war noch so ein bisschen kritisch. Da habe ich halt nicht gewusst, wo das ganze Spiel hingeht. Aber besonders dann in Halbzeit 2 haben wir uns das, glaube ich, verdient. 2-0. Ein Pflichtsieg gegen so einen Mann, gegen so eine Mannschaft, gegen so eine Truppe. Und jetzt wartet halt das Spitzenspiel gegen die Bayern. Am Ende hatten wir dann 15 Schüsse. Also auch da nochmal belegt, dass wir wirklich sehr, sehr dominant waren. Hannover gewinnt gegen Gladbach. Leverkusen gewinnt in Mainz 2-1. Die bleiben also auch oben dran. Und wir sind... Gut, stand jetzt Tabellenführer. Bayern muss noch spielen. Und dann haben wir das Freitagsspiel. Transferangebot für Tuta. Okay. Dortmund und United. Muss ich mir nochmal in Ruhe angucken mit einem Vorvertrag. Sie können einen Vorvertrag aushandeln, falls es zu einer Übereinkunft kommt. Achso, dann würde er im Winter quasi wechseln. Ja, das ist natürlich nochmal eine Option, um ein bisschen Geld zu scheffeln, um uns dann nochmal qualitativ zu verstärken. Ja, 13 Millionen. Da wirst du nicht viel bekommen. Dann haben wir quasi in der Innenverteidigung als Ersatz hätten wir halt auch Nagalo und Amenda. Wäre okay. Tuta ist halt auch noch so ein Notnagel. Oder was heißt Notnagel? Der könnte das auch machen. Aber brauchen wir halt noch einen Innenverteidiger, ne? Also, so leid mir es tut, dann brauchen wir halt auch einen Innenverteidiger. Wenn wir Tuta denn verkaufen, ich denke mal drüber nach, ob wir das machen oder nicht. Jetzt gehen wir erstmal... Oh, das ist diese blöde Woche. Dann haben wir Sevilla und Dortmund auch noch. Das wird jetzt ganz, ganz schwierig. Also, die beiden sind wieder Erster, Zweiter. Also, Chance auf die Tabellenführung, wenn wir gewinnen. Aber da muss ich mir was einfallen lassen. Da muss ich gucken, weil ich muss auch gegen Sevilla gewinnen. Da wird ein Unentschieden nicht reichen, weil der AC Mailand gewinnt gegen Graz. Davon muss ich ausgehen. Davon werde ich auch ausgehen. Das werden die nicht verspielen. Naja, also es wird sehr, sehr spannend. Ein paar Themen, an denen ich zu arbeiten habe. Aber das machen wir. Jetzt freue ich mich erstmal aufs Spitzenspiel gegen Bayern. Hat schon viele geile Spiele gegeben. Schöne Fallrückzieher-Tore von Gift Orban. Eventuell kommt er das nächste mit dazu. Also macht's gut. Lasst einen Daumen nach oben da. Gerne auch kostenloses Abo. Und die Glocke nicht zu vergessen zu aktivieren. Und wenn euch meine Videos so gut gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal mit euren Freunden teilen würdet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.